Guten Morgen, ich begrüße euch heute vom Tempel San José, vom Jardín San José hier in Morelia, Michoacán. Und passend zum heutigen Ausflug habe ich eine sehr hübsche Bluse an, die ich auf der Messe Original gekauft habe. Ein Video dazu habe ich auch auf meinem Channel. Und auf dieser Bluse seht ihr schöne Schmetterlinge. Passend dazu werden wir uns heute Monarchfalter anschauen gehen, hier in Michoacán, im Bundesstaat Michoacán in Mexiko. Und ich bin super glücklich, denn gestern habe ich hier in Morelia einen so hübschen Geldbeutel gefunden. Passend zu meinem Mantel aus Wolle, den ich in San Cristóbal de las Casas in den Bergen ergattert habe, der auch aus einem wunderschönen Naturwolle ist, habe ich diesen hübschen handbestickten Geldbeutel gefunden. Schaut euch nur diese traumhaft schöne Stickarbeit an. Und zufälligerweise ist dieser Geldbeutel eben perfekt passend zu meiner Jacke, zu meinem Mantel aus Wolle. Es ist fast dieselbe Farbe, Naturfarbe von der Wolle, und ich bin super glücklich über diesen Zufall und dass es jetzt hier so gut zusammenpasst. Und ich freue mich auf den heutigen Tag. Sei dabei, wenn wir ein Santuario de las Mariposas Monarcas uns zusammen anschauen gehen. Der Ausflug zu den Monarchfaltern kann man aus Morelia innerhalb eines Tages machen. Die Fahrt dauert 3 Stunden, man geht durch Tal und dann wieder den Berg hoch, an einem Schäfer mit seinen süßen Schafen vorbei und dann wieder den Berg hoch und schließlich fährt man langsam in den Wald hinein, um zum Sanktuarium der Mariposa Monarca, der Monarchfalter, zu gelangen. Und ich bin super aufgeregt und freue mich sehr, dass du dabei bist. Wir sind angekommen in der heiligen Stätte des Monarchfalters. Hier ist der Eingang zu dem Park. Wir sind im dichten Wald auf 3000 Metern Höhe und hier der Santuario de las Monarcas heißt Sierra Chincua. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Vom Eingangsbereich des Parks aus läuft man circa 1 Stunde, um die Monarchfalter sehen zu können. Hier kann man auch ein Pferd mieten, um mit einem Pferd auf dem Rücken eines Pferdes zu den Monarchfaltern reiten. Aber ein Stück muss man am Ende auf jeden Fall laufen. Diese heilige Stätte heißt Chincua. Es gibt mehrere. Eine andere heißt zum Beispiel El Rosario. Die ist etwas berühmter als hier. Aber wir sind dem Wetter nachgegangen und heute soll sehr gutes Wetter sein, um den Monarchfalter zu sehen. Ich sehe hier auch schon vereinzelte Monarchfalter und wir laufen jetzt circa 45 Minuten in der Sonne und wahrscheinlich auch durch den Wald. Hier ist nämlich dichter Wald und ich fühle mich ein bisschen wie im Schwarzwald, aber wir sind ja auf 3000 Metern Höhe, also höher als im Schwarzwald. Die Monarchfalter kommen aus Kanada hierher in der Saison zwischen November und März. Das heißt, in dieser Saison kann man hier die Monarchfalter sehen, von Ende November bis Ende März, glaube ich. Und das Besondere an den Monarchfaltern ist, dass sie sich hier reproduzieren und dass das Männchen stirbt, nachdem es sich gepaart hat. Und die Männchen unterscheiden sich von den Weibchen, weil sie 2 schwarze Punkte auf den Flügeln haben. Die Weibchen haben diese 2 schwarzen Punkte nicht. Ich spüre, dass es hier ein bisschen weniger Luft gibt. Obwohl ich fit bin, merkt man auf jeden Fall die 3000 Höhenmeter beim Laufen. Die Luft ist ein bisschen frisch, das ist angenehm und die Sonne scheint. Das heißt, es ist trotzdem angenehm warm, eine Mischung aus Wärme und Frische. Wolle hält ja reguliert bekanntlich die Temperatur. Das heißt, ich glaube, ich habe die perfekte Wahl gemacht, heute meine Wolljacke anzuziehen, die Temperatur meines Körpers gut reguliert. Und wir sind heute 3 Stunden mit dem Auto von Morelia aus gefahren. Erst durch den Wald, dann wieder durchs Tal und dann wieder den Berg hoch durch den dichten Wald, um hier anzukommen und die Monarchfalter
beobachten zu können. Früher war es möglich, die Monarchfalter direkt am Parkplatz, am Eingang des Parks zu beobachten, da wo wir geparkt haben. Und heute wegen des Klimawandels und auch weil wir Menschen so laut sind, verstecken sich die Monarchfalter immer weiter im Wald. Deswegen darf ich hier auf dem Weg zum Sanktuarium, zur heiligen Stätte der Monarchfalter sprechen. Aber wenn wir dann in der heiligen Stätte drinnen sind, ist Sprechen verboten und da muss man leise sein. Deswegen erzähle ich euch jetzt alle Informationen, die ich habe und freue mich dann drauf, schöne Bilder, schöne Videos für euch einzufangen von den Monarchfaltern. So, wir haben einen Teil des Weges geschafft und hier sind noch ein paar Pferdchen, die hier arbeiten dürfen und die Touristen nach oben tragen. Ich stelle mir das anstrengend vor als armes Pferdchen. Und wenn man hier in die Luft blickt, sieht man schon einige Monarchfalter hier fliegen. Und sie fliegen wirklich sehr, sehr weit oben. So, hier sind wir am Aussichtspunkt El Zacatón. Man kann hier wunderschön ins Tal blicken und sieht auch ein paar Monarchfalter hier vor die Kamera flattern. Hola, Citlali, bienvenida aquí a lo que es el santuario de la mariposa monarca. Estamos ubicados aquí a más de 3.000 metros del nivel del mar, en el cerro Sierra Chincua. Sí, ahorita vamos a ver algo espectacular de la mariposa monarca. Para que vengan, les recomiendo aquí la naturaleza, para que se llenen de vitalidad, de energía, de todo. Vale la pena, para que nos visiten por acá en estos lugares que están muy bonitos. Muchas gracias, señor Antonio. Ich bin nun mitten im Schutzgebiet der Monarchfalter angekommen und schaut euch nur dieses Naturwunder an. Es ist traumhaft schön und wirklich magisch, inmitten dieser Monarchfalter zu spazieren. Hier muss man auf jeden Fall Ruhe bewahren, deswegen habe ich nicht in die Kamera gesprochen, sondern nur versucht, schöne Bilder für euch einzufangen. Hier regnet es regelrecht Schmetterlinge. Ich war noch nie umzingelt von so vielen Schmetterlingen. Das ist einfach nur ein unglaubliches Erlebnis. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier mal einen Besuch zu machen. Wichtig ist es auf jeden Fall, die Regeln zu respektieren, nicht zu sprechen und so leise wie möglich zu sein. Natürlich seinen Müll wieder mitzunehmen und die Natur zu respektieren, ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Ich finde, dass die Kamera die Monarchfalter ziemlich gut eingefangen hat, auch wenn es nicht ganz vergleichbar ist mit dem Erlebnis vor Ort. Bleibt dran, genießt diese wunderschönen Bilder aus der lebhaften Natur und gleich wandern wir den Berg wieder runter und werden auch traditionelles Essen genießen sowie uns Kunsthandwerk aus der Region angucken. Auf dem Rückweg gibt es auch einen wunderschönen Aussichtspunkt, also freu dich drauf! Sehr, sehr schön das Reservat der Schmetterlinge. Es ist natürlich schwer, so ein Naturphänomen einzufangen auf Kamera. Ich bin ja auch keine National Geographic Fotografin.
sondern eine einfache Touristin. Aber ich hoffe, ich konnte ein paar schöne Bilder für euch einfangen von dem Monarchfalter, von diesem sehr, sehr schönen Schmetterling. Und wir waren wirklich inmitten der Schmetterlinge, die um einen herumflattern und auch bis zu sehr, sehr hoch im Himmel herumflattern. Und die Luft hier ist auch sehr angenehm. Der Wald ist sehr, sehr schön und es macht einfach Spaß, hier zu wandern. Und ich empfehle auf jeden Fall festes Schuhwerk, um hier gut durchzukommen. So, ich steige jetzt noch auf den Mirador Zacatonal, um den schönen Blick ins Tal zu haben. Man muss ja ein bisschen hochklettern, aber das ist kein Problem. Schaut nur diese traumhafte Aussicht auf Michoacán. Und ein paar Schmetterlinge sieht man hier auch und den dichten Wald. Von dort unten kommen wir und wir sind 3000 Meter hochgefahren, um hier die Schmetterlinge zu beobachten. Wir sind wieder unten angekommen und nach dem guten Wandern gehen wir jetzt essen. Hier in diesen Hütten gibt es leckeres Essen und ich freue mich sehr, ich habe ganz doll Hunger. Und hier in den anderen Hütten hinter mir gibt es schöne Souvenirs und Kunsthandwerk hier aus der Region. Ich habe ein Atole de Zarzamora getrunken. Atole ist ein traditionelles Maisgetränk in Mexiko, das ich super gerne trinke. Die Version mit Brombeere hatte ich noch nie probiert und es war einfach nur super, super lecker. Dazu habe ich ein paar Quesadillas bzw. Dobladitas gegessen, denn Quesadillas werden mit Käse zubereitet und Dobladitas ohne Käse. Ich habe sie mit Champignons, mit Huitlacoche, das ist blauer Mais, und mit Flor de Calabaza, das ist die Blume der Zucchini, gegessen und dabei diesen wunderschönen Blick in den Wald genossen. Schaut nur in die Küche herein, die hier in der Hütte ist, und diese riesigen Töpfe mit Atole de Zarzamora. Hier wird das Essen frisch zubereitet und ist super, super lecker. Hier sieht man auch die frischen Brombeeren, die in dem Atole verwendet werden. Ich habe mir später nochmal eine Portion Atole de Zarzamora geholt, weil der einfach so lecker war, in diesem großen Tonbecher mit dem Monarchfalter drauf, den ich mir hier gekauft habe. Atole kann man zum Beispiel auch mit Kakao oder mit anderen Früchten zubereiten. Danke, dass du dabei warst. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn du Fragen hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freunden. Und du kannst es auf jeden Fall beim Stricken gucken. Viel Spaß. Ciao!